Ja, willkommen Freunde hier zum dritten Tag unserer TED-Reise durch Frankreich. Ja, guten Morgen. Es ist ungefähr 7 Uhr morgens und wie man sehen kann, regnet es schon mal nicht. Das ist schon mal gut. Ja, die Nacht war ganz gut. Hab ganz gut geschlafen in der Hängematte. Jetzt werden wir gleich mal einen Kaffee machen, das Lager abbauen und dann geht es weiter Richtung Süden. So, da ist der Lagerplatz. Ja, hier sieht man mal unseren Lagerplatz. Ich habe die Nacht ganz gut geschlafen, auch wenn wir relativ viele Mücken am Abend hatten. Also wir haben sehr hohe Luftfeuchtigkeit, etwas nasser Boden. Aber Gott sei Dank hat mein Moskitonetz an meiner Hängematte gut funktioniert. Ja, erstmal Kaffee machen und dann packen wir die Sachen zusammen und machen uns langsam auf den Weg. Ja, los geht's jetzt hier von unserem Platz. Robert und Andreas fahren schon mal los. Ich komme etwas später. Ja, und mir passiert dann auch ein kleines Missgeschick. Das kann man wohl so sagen. Ja, auf geht's. Oh. Kannst du mir mal kurz helfen? Ah, fuck. Alter. Oh. Mein Fuß ist eingeklemmt. Ah, verdammt. Heb mal eben an. Das ist so beschissen, meine Hacke. Ah, fuck, Alter. Kannst du noch ein bisschen höher? Was auch? Heb an, weil du bist jetzt direkt auf meinen Zeh drauf. Ja, danke. Ja, Alter, so total bescheuert. Hier auf der Hacke. Mit dem Zeh nach unten. Dumme Aktion. Warte. Ja. Los. Jo, alles klar. Boah, was für ein Scheiß. Ja, ich bin auf den Scheiß Holster gekommen. Boah, das ist eine Dummheit. Direkt am frühen Morgen. Noch nicht warm. Ja. Okay. Scheiße. Ah, Junge. Das war ja wohl wieder eine dumme Aktion. Direkt am frühen Morgen. Okay. Okay, die Dummheit des Tages. So, Freunde. Jetzt sind wir wach. Sehr schön. Fängt doch der Tag gut an. Direkt Puls auf Betriebstemperatur. So, wir haben jetzt 8:40 Uhr. Wir sind gerade losgefahren. Und nachdem ich mich jetzt gerade sinnlos auf den Bart gelegt habe, auf einem diagonal liegenden Ast, bin ich jetzt hoffentlich wach. Und wir fahren jetzt erstmal in einen kleineren Ort in der Nähe, weil der Robert muss tanken. Und dann schauen wir mal. Dann weiter auf den TED. Es scheint so, als wäre heute echt wunderbares Wetter. Die Sonne kommt raus und der Regen sollte jetzt
eigentlich endgültig verschwunden sein. Ja, wir sind jetzt hier einmal beim Aldi, um unsere Vorräte aufzufüllen, aber insbesondere Andreas hatte letzten Tag nur ein Dreiviertel-Liter Wasser dabei, dafür jede Menge Bananensaft und all mögliches Zeug, was natürlich viel zu wenig ist, vor allen Dingen dann, wenn man draußen ist und man hat auch überhaupt nichts für Notfälle. Und ja, er ist jetzt hier reingegangen und kam dann mit 1,5 Litern zurück, was natürlich immer noch zu wenig ist. Also er ist nicht wirklich, ja, keine Ahnung, er hört einfach nicht auf uns. So, sind wir wieder auf dem Einstieg nach dem Aldi. Direkt schon wieder Sand. Ich habe irgendwie die blöde Spur erwischt. Aber egal. Schön locker. Okay. Tiefen Furchen. Zweiter Gang. Sehr schön. Ja, ich muss jetzt an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen was zum Andreas loswerden. Also diese Geschichte mit dem Trinkwasser habe ich euch ja schon erzählt. Und man sieht hier auch, der Andreas hat hier Koffer dran, die sowieso schon ein relativ hohes Verletzungsrisiko bergen. Und er hat natürlich katastrophale Stiefel, die auch im Falle eines Unfalls ja nicht wirklich schützen. Und was eben noch dazu kommt, er kann im Prinzip überhaupt nicht aufstehen, weil er einen viel zu fetten Sack da hinten drauf hat. Und außerdem die Ergonomie für seine Körpergröße falsch eingestellt ist. Also er hat keine Lenkererhöhung und hat auch keinen höheren Lenker. Das bedeutet, der Andreas muss alles im Sitzen fahren, was er allerdings erstaunlich gut macht, dafür, dass er nicht aufstehen kann. Man muss sich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Ja, weiter geht es jetzt hier zusammen über die Feldwege und ja, es lässt sich jetzt aktuell sehr angenehm fahren, aber man muss nach wie vor aufpassen, was der Untergrund so hergibt. So. Ah, hier ist das schön. Der Untergrund ist doch mal entspannt. Kein Lehm, kein Schlamm, keine nasse Wiese. Ah, ist das schön hier. Ach, wunderbar. Die Morgensonne ist gerade draußen. Wir haben gerade mal ungefähr 10 Uhr. Lässt sich sehr schön fahren hier. Überall die Felder so weit.
Ja, aktuell kommen wir hier ganz gut vorwärts. Wir haben etwas steinigen Boden auch, aber immer mal wieder zwischendurch haben wir schlammige Passagen und teilweise kommt dann auch schon wieder der typische Lehm zum Vorschein. Okay. Oh, okay. Schon wieder schlammig? Okay. Ja, was noch auffällt, ist einfach, dass der Andreas sich viel zu weit immer zurückfahren lässt. Also er ist häufig weit über 500 Meter hinter uns. Klar fährt er sein eigenes Tempo, aber wir verlangsamen häufig auch das Tempo und er müsste dann eigentlich etwas näher kommen. Und ja, er versteht irgendwie nicht so richtig, dass es keine gute Idee ist, sich so weit zurückzufahren zu lassen. Weil auch für den Vorderen, ne, man dreht sich immer man guckt in den Rückspiegel, um vielleicht zu gucken, ob die Hinteren Probleme haben. Und es ist einfach ganz, ganz schwierig, dann die Gruppe zusammenzuhalten, wenn jemand einfach zu weit weg ist. Okay. Ja. Da, da, da. Ja. Robert hat die bessere Linie. Das weiß man immer nie so genau, wo die richtige Linie ist. Hier haben wir wieder diese fiesen Spuren, die immer wieder zwischendurch kommen. Und ja, da passiert natürlich auch das eine oder andere Missgeschick. Ja, was natürlich auch dem Robert passiert. Ja. Kommst du klar? Oder warte. Eine Spurrille daneben, ne? Oh. Es geht so schnell. Wollen wir einen Augenblick warten? Einmal ablegen pro Tag ist notwendig. Genau. Damit man nicht übermütig wird. Schon wieder kein Halt hier. Ja. Warte, ich gucke gleich. Ich muss mir mal einen Stein besorgen. Brauchst du auch einen oder geht's? Hier. Den habe ich gerade dahin geworfen. So, Freunde. Hey. Ja, schon geil hier oben, ne? Jo. Ich habe die absichtlich nicht genommen. Ah, geil, jetzt kommt die Sonne raus. Sehr schön. Ja, nach diesem kleinen Umfaller warten wir jetzt so ein paar Minuten, bis der Andreas dann auch eintrifft. Mega. So, weiter geht's. Herrlich. Oh, ist natürlich geil hier. Aber kein Problem für den Mieters. So. Ui, ui. Einmal unkonzentriert. Luftfeuchtigkeit ist immer noch wahnsinnig hoch. Glaubt man gar nicht. Okay. Ich muss gleich nochmal meine Jacke ausziehen. So langsam wird's warm genug. Okay, okay. Da 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 da. Da 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 da.
Schön locker und entspannt. Echt schön hier, diese französischen Felder, absolut weitläufig. Hier lässt sich auch wieder etwas besser fahren. Zumindest aktuell nicht mehr so fiese Spureln. Ah, schön, herrlich. Ja, nach einer ganzen Weile Fahrt machen wir erstmal eine kleine Pause und genießen die Landschaft. Und weiter geht's. Wir befinden uns übrigens immer noch auf der Sektion 13. Schön hier. Ja, geil. Ui, rutschig. Aha, okay. Ja, was man jetzt hier auch noch mal gut erkennen kann, ist, dass wir wieder mehr Lehm haben auf dem Boden und sich die Reifen wieder stark zusetzen, vor allen Dingen der Vorderradreifen. Allerdings ist das jetzt kein großes Problem mehr, weil wir ja alle die Frontfender abgebaut haben.
hart. Oh. Hammer! Schon wieder ordentlich eingesammelt, ne? Meine Fresse. Puh. Gerade war es noch der richtige Weg, jetzt der falsche. Boah, Schmierseife ohne Ende. Krass. Herr Robert ist wieder gut unterwegs. Flott. Schön locker bleiben. Oh. Okay, erster Gang. Alter Junge. Direkt lehmiger Schlammboden. Robert ist wieder gut durchgekommen, würde ich mal sagen. Ja, wir kämpfen uns jetzt hier weiter über die Feldwege durch den Lehm und über die Spurrillen. Und ja, was soll ich euch sagen? Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis der Andreas sich nochmal auf den Bart legt. Und natürlich dank seiner tollen Stiefel sich den Fuß wirklich so ernsthaft verletzt, dass er prinzipiell nicht mehr weiterfahren kann. Also wir haben da jetzt eine ganze Weile gesessen auf dem Feld und der Andreas wollte sich eigentlich davon im Krankenwagen abholen lassen. Nur das Problem ist, die Wege sind so verschlammt, da kommt kein normaler Krankenwagen hin. Und ja, er hätte jetzt die Wahl, stundenlang auf irgendeine Rettung zu hoffen in der französischen Provinz oder er beißt die Zähne zusammen, wirft jetzt irgendwie 2 Ibuprofen ein und fährt ins nächste Dorf. Das nächste Dorf ist tatsächlich jetzt nur 1 oder 2 Kilometer entfernt und schließlich entschließt sich Andreas doch dann seinen Stiefel wieder überzustülpen und ja, dann ins Dorf zu fahren und sucht sich dann dort ernstliche Hilfe. Ja, und ich und Robert, wir fahren weiter.
erste Opfer hat es gefordert. Der Andreas fährt jetzt Schotterweg zurück ins nächste Dorf. Bei Offroad hier weiterzufahren macht nicht so viel Sinn. Zu riskant. Ohne vernünftige Stiefel. Schwer beladen. Ich fahre jetzt hier mit dem Robert weiter. Schauen wir mal. Ja, man muss schon sagen, es ist teilweise wirklich anspruchsvoll durch den Regen. Das unterschätzt man, weil der Lehmboden hier extrem klebrig ist und vor allem das Vorderrad komplett zusetzt und das auch schnell wegschmiert. Ja, ich mit Robert kommen jetzt wirklich gut voran und wir machen gut Fortschritte auf unserem Weg und ja, wie es der Zufall will, auf dem Weg Richtung Süden treffen wir noch einen weiteren Fahrer, den Marvin, der ist mit seiner Dominator unterwegs Richtung Süden und kurzerhand entschließen wir uns zusammenzufahren. Hast gesehen, da ist einer hinter uns. Hast gesehen? Ja, wollte schon sagen. Hi. Hi. Sieht so aus. Sieht so aus. Ich wollte irgendwie französische Alpen kennen. Ah, okay. Das erste Mal Section 13 probieren. Nein, die können keine GPX verarbeiten, diese Programme. Ja, die überschreiben das alles, ne? Genau. Was hast du für Telefon? Ganz normal Phone oder so. Nee, brauchst du nicht. Nee, ist nur wegen der App. Da gibt es auch verschiedene, einige Unterschiede. Ja, wegen iPhone oder wie, ob Android oder Ja. iOS, ne? Ja, ich habe ein iPhone, ich nehme Mapout, das ist ziemlich cool, zuverlässig. Aber was auch gut ist hier, GPX-Viewer ist auch nicht schlecht für Android. Okay. Kannst du auch mal ausprobieren. Aber das was, du hast Locus oder was? Ja, Locus noch jetzt. Das geht, glaube ich, auch ganz gut. Oder OSMAD, ne? Na, würde ich nicht, ist zu kompliziert. Ja, nachdem wir jetzt so ein bisschen fachgesimpelt haben und uns ausgetauscht haben, starten wir gemeinsam und weiter geht's. Oh, wir haben jetzt hier gerade einen Kollegen getroffen, weil hier einer aus Wuppertal mit einer Honda Dominator. Wir fahren jetzt gerade ein Stück. Er hat sich aber jetzt hier lang gebracht. Alles okay oder was? Ja, ja. Ja, okay. Ja. Ich habe gelernt, man soll einfach direkt fallen lassen, ne? Ja, der Marvin ist jetzt auch noch ein relativer Anfänger im Offroad und hat sich jetzt hier direkt am Anfang gleich zweimal hingelegt, aber alles halb so wild, es geht weiter und wir fahren zu dritt weiter und müssen uns ja erstmal so ein bisschen aufeinander einschießen und ein bisschen aufeinander achten. Man muss aber sagen, dass der Marvin im Laufe des Tages und auch der nächsten Tage, wo wir tatsächlich noch zusammenfahren, irgendwie seine Fahrkünste immer weiter verbessert und ziemlich flott unterwegs ist. Schön. Mal was ganz anderes. Schließlich erreichen wir ein sehr, sehr schönes Waldgebiet und das Ganze wird ziemlich spannend. Wir haben sehr viel Schlamm, kleinere Wasserdurchfahrten und die Strecke entwickelt sich immer mehr zum Single Trail und das macht wirklich viel Spaß. Ich glaube, wir müssen da lang. Ja. Ist richtig geil hier, ne? Ist mal was anderes.
Ja, cool. So. Oh, schön schlammig. Geil. Ja. Geil hier. Boah. Wahnsinn. Nachdem wir uns jetzt hier durch diesen sehr spaßigen Single Trail gekämpft haben, landen wir wieder auf einem Haufenweg und der Marvin verliert hier leider unterwegs seine Packtaschen. Ja, der Marvin hat sich ein paar ziemlich, ja, wie soll ich sagen, man kann schon sagen, minderwertige XL Moto Softtaschen geholt, die einen sehr instabilen Eindruck machen und auch hier die Befestigung ist nicht optimal und somit verbringen wir eine kleine Pause und verzurren die Taschen so, dass sie nicht mehr abfallen. Ja, der Tag neigt sich jetzt dem Ende und wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Campingplatz, weil wir wollen irgendwie mal richtig duschen und ja, freuen uns da auch irgendwie auf so ein bisschen Infrastruktur. Wir haben zwar jetzt erst 4:30, aber wir wollen heute eigentlich ganz gern mal duschen.
und jetzt nicht noch wieder ewig hier rumfahren und dann keinen Platz finden. Deswegen fährt der Marvin jetzt mal vor und wir schauen, ob das mit dem Campingplatz hier funktioniert an der Mosel. Sieht schon mal schön aus hier. Das sieht doch hier sehr schön aus. Wenn wir hier keinen Platz finden, dann weiß ich ja nicht. Ja, da finden wir bestimmt was. Was natürlich nicht schlecht wäre, wenn ich hier auch einen Platz finde für meine Hängematte. Das ist ja auf dem Campingplatz nicht immer so einfach, weil es gibt halt auch Campingplätze ohne Bäume. Aber hier haben wir tatsächlich Glück. Hier oder was? Ja? So, Freunde. Ist deine Suppe jetzt schon warm? Ja, muss ich erst wieder abkühlen. Achso. Ja, die muss man nicht unbedingt aufkochen. Ja. Da reicht, wenn sie so ein bisschen warm wird, einmal abkühlen lassen. Mahlzeit. Ja. Gourmet. Allerdings, ja. So, wir haben jetzt gegen 8. Ich habe jetzt hier geduscht. Duschen waren einigermaßen, das Wasser war einigermaßen warm. Der Robert und der Marvin, die sind jetzt auch gerade duschen. Ich mache mir jetzt noch einen Tee. Wenn wir vielleicht hier noch ein Stündchen sitzen oder anderthalb und dann geht's auch schon wieder ins Lager beziehungsweise in die Hängematte. Schauen wir mal, dass wir gut schlafen. Ja, das war echt ein relativ spannender Tag heute. Ups. Wie man sieht, habe ich jetzt hier auch endlich meinen Fender richtig entfernt. Also der setzt sich komplett mit Leben zu unter diesen extremen Bedingungen. Hier ist jetzt der traurige Überrest von dem ganzen Opfer. Okay. Ja, so gibt es auf jeden Fall keine Probleme mehr mit blockierenden Vorderrädern. Ja, ich will noch mal eine kurze Zusammenfassung geben vom heutigen Tag. Also der heutige Tag war wirklich gut. Wir sind früh losgekommen, ich glaube so gegen 8 sogar schon von unserem Lagerplatz. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen und ja, wir sind dann losgefahren und hatten heute wirklich eine super Strecke, auch wenn die Felder natürlich noch total nass waren und wir teilweise immer noch nasses Gras hatten und einzelne lehmige Stellen oder auch schlammige Stellen, aber bei weitem nicht mehr so schlimm. Und was natürlich jetzt ein großer Vorteil ist, dass wir alle 3 den vorderen Mudguard abgeschraubt haben, weil das einfach unding ist mit dem lehmigen Boden. Blockierende Vorderräder, das geht nicht. Deswegen haben wir die jetzt alle abgeschraubt, beziehungsweise ich habe ja meinen abgesägt, weil die obere Schraube sich rund gedreht hat. Aber ist mir auch egal, das Teil ist relativ günstig, kann man nachkaufen. Ich habe jetzt heute meinen Fender komplett abgeschraubt. Ja, das erste Opfer, so haben wir auch zu beklagen, weil der Andreas ist weggerutscht mit seinem Motorrad, auch auf einer schlammigen Passage. Und das Problem ist, der hat einfach keine vernünftigen Stiefel. Er hat irgendwie so alte Armeestiefel, keine Ahnung wie alt die sind, von der Marine. Die sehen aus wie ein paar alte NVA oder Wehrmachtstiefel. Da war er eigentlich ziemlich stolz auf die Stiefel, aber ja, vielleicht hat er vergessen, dass die Deutschen 2 Weltkriege damit verloren haben. Zumindest sind die definitiv nicht geeignet, um mit dem Motorrad zu fahren, weil man verletzt sich unglaublich schnell. Also man braucht unbedingt beim Endurofahren ein paar feste Schuhe, weil es passiert so schnell, dass einfach das Motorrad umkippt und das Bein eingeklemmt wird. Noch dazu, wenn man Alukoffer fährt, was der Andreas auch fährt, auch viel zu schwer vollgepackt, wenig Erfahrung. Also der Knöchel ist verletzt. Er hat es dann irgendwie noch geschafft, 2 Kilometer irgendwie die Maschine mit ins nächste Dorf
und ist jetzt gerade auf der Heimreise. Ich bin mit dem Robert weitergefahren. Ja, und jetzt sind wir hier an der Mosel auf einem Campingplatz und haben unterwegs auch noch den Marvin getroffen, der hier mit seiner Dominator unterwegs ist. Der kommt aus Wuppertal und wir fahren jetzt wahrscheinlich morgen noch den ganzen Tag zusammen. Und ja, es ist ein ganz witziger Tag. Das Wetter ist jetzt schon echt klasse, ist zwar noch nicht so warm, aber man kann es gut aushalten und wir hoffen, dass die nächsten Tage auch gutes Wetter ist und ja, einfach kein Regen nachkommt, weil das ist ein Riesenunterschied. Frankreich ist gar nicht so einfach, wie man vielleicht glaubt, vor allem dann nicht, wenn es geregnet hat. Gut, wir sehen uns morgen.